Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Goldrush-Folge auf meinem Kanal. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Was machen wir heute? Wir sind heute wieder an einem neuen Ort, denn wo ich eigentlich hin wollte, ging es nicht. Die Autobahn war komplett zu, Monsterstau. Eigentlich wollte ich heute an einen bekannten Ort, an einen Bach, wo ich ein bisschen in die Produktion gehen kann, damit mal ein bisschen was in die Pfanne kommt. Gut, jetzt bin ich einen ganz anderen Weg gefahren, weit in den Osten raus. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich einen Zugang zum Fluss finde. Und dann schauen wir uns die Gegebenheiten dort an. Dann sehen wir uns also gleich. Bis dahin. So, wir müssen noch ein Stück zu Fuß gehen, aber schaut mal. Ist das nicht herrlich hier? Super Bedingungen. Herrlichstes Wetter. Es gibt auch kein Hochwasser. Der Fluss ist nicht tief. Da freue ich mich schon. Jetzt muss ich bloß noch eine Stelle entdecken, an der die ganze Sache auch zugänglich ist. So, wir sind am Fluss angekommen. Ich habe heute vorsichtshalber mal großes Gerät mitgebracht. Also falls wir sie setzen können, die große Rinne, große Schaufel, mehrere Eimer und sogar aus dem Rucksack schaut sie raus, die Pumpe. Wir haben hier den Beginn einer längs gezogenen Innenkurve. Das schauen wir uns jetzt einfach hier mal an. Wirklich herrlich hier. Ja. Wir sehen auch, wo die Hochwasserlinie entlang geht. Vielleicht könnt ihr es da sehen. Hier in dem Busch, da hängt so eine Tüte. Also hier. Bei Hochwasser geht es hier ganz schön ab. Hier ist so ein Zwischending, wo auch immer wieder Material angehäuft wird. So Freunde, die Rinne ist gesetzt, wenn auch mit nicht sehr viel Strömung. Einen kleinen Damm habe ich davor gebaut. Schauen wir mal, ob es uns reicht. Aber ich wollte die Wege so kurz wie möglich halten, denn ich fange jetzt mal an. Hier fängt quasi die Innenkurve an. Dann nehmen wir mal von hier eine Probe. Dann würde ich gerne in der Mitte, wo die Büsche sind, eine nehmen. Und vielleicht auch noch dahinter, wenn die Biegung eigentlich so richtig dann anfängt. Jetzt schauen wir mal, was in der Rinne landet und legen einfach mal hier los. Also ich glaube, wir sind noch nicht auf der richtigen Schicht. Zu homogenes Kiesmaterial. Ja, das ist. Jetzt müssen wir erstmal eine Pfanne nehmen. Oder ich mache einen Schnellauswasch. Mal gucken. So. Die erste Prospektion war nicht von Erfolg gekrönt. Also im ganzen Eimer war nichts drin. Ich habe es mir schon am Material gedacht. Entweder hat da schon jemand anders gebuddelt oder es war eben einfach nicht die richtige Stelle. Es ist tatsächlich auch so, das habe ich jetzt erst so richtig bemerkt, da hinten kommt ja eine Innenkurve. Das Gold wird sich dann hier abgelegt haben. Und die Linie, die wird nicht hier gleich vor uns weitergehen, sondern eher in der Mitte durch. Ich habe jetzt halt auch meine Sluice umgesetzt. Ja, die habe ich jetzt hier
ein bisschen mehr Strömung aufgebaut, weil das wäre sowieso nicht gegangen. Ich habe dann ein bisschen einfach ausgepennt und das gar nicht erst da reingegeben. Aber jetzt sieht man schon, sie hat eigentlich genug Zug drauf. Ja. Und meine nächste Stelle wird hier sein. Und ich denke, das ist aus 2 Gründen die erheblich bessere Wahl. Zum einen sind wir damit schon eher auf der Goldlinie, wie ich gerade gezeigt habe. Und zum anderen hier hat ein Kollege gebuddelt, seine Spur nicht verwischt. Tja, und damit wissen wir jetzt Bescheid, wo wahrscheinlich was zu finden ist. Na gut, ich probiere es jetzt mal direkt hier. Also. Ja, es schaut schon vom Material besser aus. Viel heterogener durchsetzt, große, kleine Steine. Schau euch den schwarzen Brocken hier an. So, den Rest vom Eimer kippen wir jetzt wieder hier rein. Schauen wir mal, ob sich der gelohnt hat. Da müsste dann schon was drin sein. Wenn dem so ist, ich hoffe es. So. Wahrscheinlich Hämatit. Schauen wir mal, ob auch Black Sand zu sehen ist. Also hier ist Gold. Das sehe ich schon. Aber sonst eigentlich nichts. Ein Krümelchen. Naja, besser als nichts hier. So, alle guten Dinge sind 3. Die zweite Stelle war besser als die erste, was kein Wunder ist, weil auf der ersten Stelle gab es ja gar nichts. Die war okay. Jetzt habe ich mir gedacht, ich will einfach noch eine dritte Stelle ausprobieren, wenn ich vielleicht beim nächsten Mal gleich an der richtigen Stelle sein will. Hier, zeige ich euch das mal, endet dann diese Innenkurve. Ich finde, es gibt hier mehrere interessante Stellen. Also hier direkt wäre so eine, da hat es auch viel schweres Zeug abgeladen. Aber ich habe mich jetzt am Ende des Tages
für eine Stelle entschieden, die so mit der hinteren Kurve korrespondiert. Ganz hinten ist ja quasi eine Linkskurve, bevor es dann hier zu einer Rechtskurve geht. Und ja, weil die Linie dann eben oftmals so entlang geht, habe ich gar nicht so weit weg von der zweiten Stelle jetzt mir einfach die dritte auserkoren. Die hier, dazu habe ich so einen Stein entdeckt, der mir da schon länger drin zu liegen schien. Also der ist hier überall auch ein bisschen oxidiert und deswegen probieren wir es jetzt exakt hier. So, an der dritten Stelle haben wir ein bisschen was gefunden. Vermutlich war die zweite aber dann doch die beste letzten Endes. Ich bin jetzt sehr gespannt, was in der Sluice drin ist. Ich konnte gar kein Gold sehen, also womöglich ist da auch nicht viel drin. Das ist mir hier aber an dem Fluss an einer ganz anderen Stelle, wo ich schon mal war, schon mal so gegangen, dass ich eigentlich nichts gesehen habe und dann war doch einiges am Ende als Ergebnis zu verzeichnen. Also hier im Auswasch vom letzten Rest vom Eimer war wirklich nur hier ein winziges Flitterchen, also eigentlich ein Stäubchen, direkt hier neben meinem Finger. War da drin sonst nichts. Dann waschen wir jetzt mal aus und dann geht unser herrlicher Ausflug auch schon wieder zu Ende. So, der Auswasch ist vollbracht. In diesem Fläschchen befinden sich leider nicht mehr als 10, 12 Liter. Wir schauen nochmal zu Hause nach. Da zeige ich euch nochmal das Ergebnis. Wir haben uns natürlich mehr erhofft, weil einen Goldnachweis musste ich hier nicht erbringen. Es ist bekannt, dass der Fluss hier Gold führt. Ich hätte natürlich gern gleich eine Stelle entdeckt, an der sich das Gold konzentriert hat. War mir heute nicht vergönnt. Aber so ist das mit dem Goldsuchen. Ja. Es gibt auch die Tage, an denen man wenig bis gar nichts findet. Das gehört dazu. Und so ein Tag war heute. So. Zum Geschäft gehört auch, die Löcher zuzumachen. Auch wenn es lästig ist, ist es einfach gut für die Natur und überhaupt sollte man ja weder sein Unrat noch sonst irgendwas zurücklassen. So, liebe Freunde, das war es auch schon wieder. Herrlich war es, toller Ausflug. Man kann nicht immer so viel Gold finden, das macht aber nichts. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, bin gespannt, wann das sein wird. Wir haben noch mitten im Winter, wenn gleich die ersten Vorboten des Frühlings zu sehen sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht es gut und ciao. Das Ergebnis von heute: sehr übersichtlich.